es dreht sich halt alles um Fußball und das ist einfach geil. Das wäre natürlich der Traum. Hoffentlich meinen ersten Einsatz bei der Profimannschaft. Also als ich hierher gekommen bin, war ich 14. Da war ich wirklich noch klein, auch körperlich noch deutlich kleiner. War natürlich auch schon, ich war damals U15-Spieler, der große Traum natürlich, irgendwann mal zu den Profis zu kommen, aber das war auch noch in weiter Ferne, sage ich mal. Aber natürlich im Hinterkopf immer der große Traum und wir waren auch in der U15 zum Beispiel Balljungen öfters im Stadion und haben halt so diese ganze Atmosphäre schon mitgenommen und das war immer so das Ziel, sage ich mal, wo man halt natürlich hin wollte. Ganz am Anfang war es teilweise schon schwer, weil man auch viel halt aufgibt, wenn man mit 14 zu Hause auszieht, hier ins Internat kommt. Aber hier wurde ich super aufgenommen, auch von den anderen Jungs damals schon. Und das war dann nach 1-2 Wochen Eingewöhnungsphase war schon einfach super, weil man einfach hier voll fokussiert an dem arbeiten kann, auch in jungen Jahren schon, was einem einfach Spaß macht. Und es ist einfach toll hier, so dieses Leben im Internat mit den Jungs. Und es dreht sich halt alles um Fußball und das ist einfach geil. Erstmal hat Ansgar natürlich eine tolle Entwicklung gemacht und ich glaube, er ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir natürlich immer alle ganz schnell Entwicklung haben wollen, aber wir den Jungs auch die notwendige Zeit für Entwicklung geben müssen. Als er mit 15 oder zu unserer 15 gekommen ist, war er wirklich der kleinste und schmächtigste Spieler. Er war ein toller Spieler, aber er war halt der kleinste und schmächtigste und auch in der U16 dann noch lange verletzt gewesen mit Wachstumsschwierigkeiten. Und ja, aber wir haben alle an sein Potenzial, an sein Talent geglaubt. Er selber auch, hat sich dann immer weiterentwickelt, immer besser geworden, immer größer geworden, glaube ich, inzwischen über 1,80. Und ja, jetzt eben so gut entwickelt, dass wir ihm einen Profivertrag angeboten haben. Wenn du soweit willst, kannst du den zweiten. Sehr gut. Es bedeutet mir unglaublich viel. Ist der Moment, auf den man, sage ich mal, sein ganzes Leben so gewartet hat auch und auch von geträumt hat. Ich habe, seit ich angefangen habe, Fußball zu spielen, war das natürlich immer so der große Traum. Und es ist umso schöner, dass nach all den Jahren und jetzt auch hier bei dem Verein, wo ich wirklich schon lange bin, ich das erreicht habe und das geschafft habe. Und hoffe jetzt einfach, dass es einfach weiter so gut läuft wie jetzt bisher. Also seine Waffe ist natürlich sein Antritt und seine Schnelligkeit. Also es ist mehr oder weniger, hat das wirklich Benchmark-Qualität bei uns im Jugendbereich. Das ist wirklich außergewöhnlich. Wenn man auch im Profibereich bei uns im Offensivbereich spielen will, dann muss man diese Schnelligkeit mitbringen. Die hat er. Er hat sich auch auch gerade so in der letzten Saison wirklich auch dahin entwickelt, dass er mehr Tore schießt, mehr Tore vorbereitet, dass er wirklich auch den Unterschied machen kann. Ja. Und dann jetzt erwarten wir einfach von ihm, dass er auch mit dem notwendigen Mut und Selbstbewusstsein wirklich dann auch bei den Profis aufschlägt. Also ich habe die Vorbereitung ja komplett mitgemacht bei den Profis und allein im Trainingslager habe ich, glaube ich, viel dazugelernt. Auch man muss erst mal reinkommen, weil es ist schon noch mal was ganz anderes und man hat auch einen gewissen Respekt, sage ich mal, vor den Spielern, die man halt sonst eigentlich, weiß nicht, nur aus dem Fernsehen kennt. Aber man gewöhnt sich auch dran, die nehmen einen super auf. Und dann wurde es immer besser, die Testspiele, auch jetzt in Duisburg zum Beispiel Testspiele, war ich dann richtig gut, habe auch meine ersten Tore geschossen. Ja, es hat alles einfach Spaß gemacht und es lief einfach wirklich gut.
das ganze Gefühl auch, einfach mit der Mannschaft nach Hoffenheim zu fahren, im Hotel mit der Mannschaft zu sein, auch diesen Ablauf von so einem Spieltag mal mitzubekommen, war trotzdem eine super Erfahrung, auch wenn ich jetzt nicht gespielt habe. Und es ist einfach ein geiles Gefühl, so einfach dabei zu sein mit der Mannschaft auch. Ja. Also in dieser Saison denke ich, dass ich viel noch bei der U23 auch spielen werde. Und das bringt mir viel, weil vor allem jetzt die U19 zum Beispiel momentan gar nicht spielt und jetzt die U23 auch sehr viele Spiele hat. Je mehr Spiele, desto besser, und da komme ich auch immer besser rein. Habe da jetzt auch mein erstes Tor, meine erste Vorlage gemacht gegen Schalke, das war auch geil. Mit der Mannschaft möchten wir und möchte ich auch wirklich den Aufstieg schaffen. Wir haben eine sehr gute Mannschaft und haben bis jetzt nur ein Spiel verloren und sind auch, wenn wir die Nachholspiele gewinnen, auf dem ersten Platz. Und den möchte ich auch auf jeden Fall holen. Dann natürlich so viele Tore und Vorlagen wie möglich, wo auch immer ich spiele. Und hoffentlich, wenn es gut läuft, meinen ersten Einsatz bei der Profimannschaft. Das wäre natürlich der Traum. Bundesliga-Debüt oder auch Champions League-Debüt, je nachdem.